Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan ya shababs. Heute geht es um ein etwas anderes Format, denn wir besuchen heute kein Lost Place, sondern wir werden euch Geschichten über das Cecil Hotel in Los Angeles erzählen. Also entspannt euch, holt euch einen Snack und genießt das Video. Eines der merkwürdigsten Fälle im Cecil Hotel war der mit Elisa Lam. Elisa Lam wurde am 30. April 1991 in Vancouver, Kanada geboren. Elisa Lam hatte einen Vater namens David, eine Mutter namens Jenna und eine Schwester namens Sarah. Lam war im August 2012 für einen Kurs an der University of British Columbia registriert. Sie konnte sowohl die englische als auch die kantonesische Sprache fließend sprechen. Anfang 2013 lebte Elisa während ihres Studiums noch bei ihren Eltern in Vancouver, British Columbia. Lam unterhielt sich zu ihrer Lebenszeit mit der Eva Fields auf Blogspot. Später führte sie einen weiteren Blog auf Tumblr. Jetzt würde man denken, dass Elisa Lam ein perfektes Leben führt. Jedoch leidet sie unter einer Krankheit. Ihre Eltern erzählten, dass sie bipolare Störungen hat. Laut den Angaben ihrer Schwester nahm sie zur Behandlung mehrere Medikamente. Dennoch gaben ihre Eltern an, dass Lam noch nie Selbsttötungsabsichten geäußert und noch nie jemals einen Suizidversuch unternommen habe. Als sie ihnen erzählte, dass sie eine Reise an die amerikanische Westküste unternehmen und diesen Teil der Welt alleine erleben wollte, waren sie daher etwas vorsichtiger. Elisa machte sich jedoch Ende Januar 2013 auf den Weg nach Los Angeles. Eines ihrer letzten Updates stammt von ihrer Ankunft im Cecil Hotel Los Angeles. Sie beschrieb, in La La Land angekommen zu sein. Nebenbei bemerkt, ihr Account ist bis heute immer noch auf Tumblr. Sie fuhr am 26. Januar 2013 mit einem Zug nach Los Angeles, wo sie im 5. Stock des Cecil Hotels eincheckte. Im Jahre 2007 sollte das Hotel zu einem Touristenhotel umgewandelt werden. Hierfür wurde das Stay on Main Hotel innerhalb desselben Gebäudes eröffnet. Lam erhielt 3 Tage später nach ihrer Ankunft ein Einzelzimmer auf derselben Etage, nachdem sich ihre Zimmergenossinnen über ihr seltsames Verhalten beschwert hatten. Am 31. Januar 2013 suchte sie einen Buchladen in der Nähe des Cecil Hotels auf, um ein Geschenk für ihre Familie zu besorgen. Laut einer Angestellten des Buchladens sei Lam sehr kontaktfreudig, sehr lebhaft. Lam telefonierte vor ihrem Tod sehr oft mit ihren Eltern. Nachdem sich Lam am 1. Februar 2013 nicht mehr bei ihren Eltern gemeldet hatte, waren die Eltern natürlich verwundert. Sie verständigten Anfang Februar die Los Angeles Police Department und gingen dorthin, um nach ihrer Tochter zu suchen. Lams Hotelzimmer wurde mit Spürhunden der Polizei inspiziert. Die Tiere konnten die Fährte der Vermissten jedoch nicht aufnehmen. Obwohl ein Verdacht vorlag, war es der Polizei rechtlich nicht möglich, jedes Hotelzimmer zu untersuchen. Und wiederum gibt es Gesetze, wenn jemand dein Grundstück betretet, darfst du ihn sofort irgendwie umhauen, keine Ahnung. Die Gesetze drüben sind so ziemlich weird. 5 Tage später verteilten die Polizisten Fahndungsblätter in der Umgebung des Hotels. Die Polizei von Los Angeles postete am 13. Februar 2013 ein Video auf ihrer Website. Zu Beginn der 4-minütigen Aufzeichnung öffnet sich die Aufzugstür und Lam betritt die Fahrstuhlkabine. Sie betätigt die Knöpfe mehrerer Stockwerke und stellte sich danach in eine vom Flur aus nicht einsehbare Ecke des Fahrstuhls. Lam schaut mehrmals aus dem Fahrstuhl und tritt dann wieder in die Aufzugkabine zurück. Am Ende der Aufnahme verlässt sie den Fahrstuhl und macht seltsame Bewegungen mit den Armen. Ich meine, schaut euch das an, das sieht so ziemlich weird aus, Digga. Lams Verhalten in dem Video wurde von den Medien unter anderem als merkwürdig und seltsam beschrieben. Experten für Körpersprache, die das Video analysierten, kamen zu dem Schluss, dass Lam nicht ängstlich wirke, sondern eher mit jemandem zu flirten scheine. Sie erwecke den Eindruck, als sei sie aufgeregt, verspielt und sexuell erregt. Ihr Verhalten sei mit den von Personen vergleichbar, die unter Einfluss von Partydrogen stehen. Das wohl eher. Mehrere Verschwörungstheoretiker sind der Ansicht, dass das Video vor seiner Veröffentlichung bearbeitet wurde. So wird spekuliert, dass ca. 54 bis 55 Sekunden des Videomaterials herausgeschnitten wurde. Anscheinend wurde der Zeitstempel unkenntlich gemacht. Wahrscheinlich könnt ihr euch denken, was mit ihr passiert ist. Und bingo, ihr habt richtig gedacht, denn sie ist nämlich tot. Aber wie hat man ihre Leiche gefunden? Hotelgäste beschwerten sich über die Wasserversorgung, denn sie berichteten schwärzliche Verfärbungen und ein eigenartiger Geruch. Hotelmitarbeiter untersuchten am 19. Februar 2013 die Wassertanks auf dem Hoteldach. Und in einem rund 3 Meter hohen Tank auf dem Dach fanden sich Lams
nackte Leiche. Laut dem Autopsiebericht wies Lambs Körper keinen Alkohol- oder Drogenrückstände auf. Von Gerichtsmedizinern wurde dieses Geschehen als Unfall eingestuft und als Todesursache wurde Ertrinken genannt. Einige vermuten, dass auf dem Fahrstuhlvideo zu sehen sei, wie Lamb versuchte, ihrem Mörder zu entkommen. Und andere glauben an paranormale Aktivitäten. Es kann aber auch sein, dass Lamb einfach nicht ihre Medikamente genommen hat. Die Eltern reichten im September 2013 eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen das Cecil Hotel ein. In ihrer Akte behaupten sie, wenn das Hotelgelände für Hotelgäste unzugänglich oder die Wassertanks verschlossen gewesen wären, wäre ihre Tochter trotz ihrer psychischen Erkrankung heute noch am Leben. Ich meine, was ein Bullshit. Du hast eine psychische Störung, ja, soll man jetzt in jedem Hotel die Fenster zum Beispiel, keine Ahnung, verschließen? Ja, nee, das ist doch voll dumm. Ja, du könntest dich vom Fenster schmeißen, vom Treppenhaus schmeißen. Was ist das für ein dummes Argument, Digga? Nach einem langen Rechtsstreit wies ein Richter des obersten Gerichtshofs von LA, dass das Cecil Hotel die Tragödie nicht hätte vorhersehen können. Was absolut korrekt ist nach meiner Meinung. Heute ist nicht viel über Elisa Lambs Familie bekannt, da sie es vorziehen, ihr Leben weit weg vom Rampenlicht zu leben. Der Fall bleibt bis heute ein Rätsel, aber nicht nur der Fall mit Elisa Lam hat viel mit dem Cecil Hotel zu tun, sondern auch ein gewisser Typ namens Richard Ramirez. Denn jetzt kommt der nächste Fall im Cecil Hotel.